Servus und Hallo zu Felix Teste Bikes. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir über Gravelbike-Geometrien und zwar über die Subkategorien von Gravelbikes. Da haben sich 3 Subkategorien mittlerweile so herauskristallisiert und zum einen haben wir da sehr, sehr schnelle Speed Gravelbikes, hier als Beispiel vom Scott Addict Gravel 10. Wir haben Trail Gravelbikes, die sich eher an der Mountainbike-Geometrie orientieren. Hier ein Beispiel, das Merida Silex 4000. Und dann haben wir so Allround-Bikes, die sich tatsächlich für ganz viele unterschiedliche Einsatzzwecke eignen und auch den Schulterschluss zwischen beiden Subkategorien bilden. Und da haben wir das Rose Backroad AL. Es ist ein bisschen frech von mir, diese Subkategorien auch so zu titulieren, weil sich auch diese Subkategorien noch gar nicht so lange rauskristallisiert haben und sich auch noch nicht so ein wirklicher Name dafür durchgesetzt hat. Damit wir aber ein einfaches Verständnis haben und tatsächlich auch titulieren können, über was wir jetzt gerade sprechen, will ich jetzt einfach mal diese 3 Kategorien in den Raum werfen und vielleicht setzen sich die Namen tatsächlich auch durch. Gerade für Einsteiger kann es schwierig sein, über die komplette Geometrie-Tabelle der Hersteller durchzusteigen und so merkt man ganz schnell, es gibt einzelne Maße und Winkel, die sich teilweise eklatant zwischen den Herstellern und den Modellen auch unterscheiden. Und wenn man gerade so sein erstes Gravelbike kauft, kann es sinnvoll sein, dass man sich vor dem Kauf mal überlegt, wo will ich denn eigentlich mit dem Gravelbike unterwegs sein? Will ich denn besonders schnell fahren, ähnlich wie mit dem Rennrad, oder will ich ähnlich wie mit dem Mountainbike vor allem auf Single Trails unterwegs sein und auch ruppigeres Gelände mit meinem Trail Gravelbike fahren. Wem das alles zu kompliziert ist, der greift dann meistens auch zu einem Großteil der Gravelbikes da draußen und das sind diese Allround Gravelbikes, die tatsächlich alles super gut abdecken, die von Bikepacking über schnelle Fahrten auf dem Asphalt tatsächlich aber auch ganz gute Performance auf verwurzelten Trails alles anbieten, was das Gravel-Herz höher schlägen lässt. Ein ganz guter Indikator, um die Bikes auch miteinander zu vergleichen, ist das Stack-to-Reach-Verhältnis. Das Stack-to-Reach-Verhältnis lässt nämlich Aufschlüsse darüber zu, wie die Körperposition auf dem Gravelbike dann schlussendlich auch ist. Je höher der Wert, desto aufrechter sitzt der Fahrer dann auch auf dem Bike. Je kleiner der Wert, desto aerodynamischer, desto mehr nach vorne geneigt ist der Fahrer auch und desto schneller kann er auch mit dem Rad dann tatsächlich unterwegs sein. Beispielsweise haben wir hier am Speed Gravelbike von Scott den Stack-to-Reach-Wert von 1,5. Beim Backroad haben wir 1,56 und beim Merida Silex 4000 1,5. Und hier merkt man schon, der Stack-to-Reach-Wert allein hilft dann vielleicht, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, aber um dann tatsächlich durchzusteigen, wie das Rad tatsächlich dann auch eingesetzt werden sollte, helfen dann noch 1, 2 weitere Werte, die ich euch gleich vorstellen werde. Mich würde jetzt einfach mal interessieren, welche Art des Gravelbikens machst du denn am liebsten mit deinem Gravelbike oder für welche Art des Gravelbikens interessierst du dich, falls du noch gar kein Gravelbike hast? Ist es eher das schnelle Speed-Graveln, das trailorientierte Graveln oder ist dir das alles egal und du willst alles abdecken und du möchtest mit einem Allrounder glücklich werden? Der Stack-to-Reach-Wert gibt einen Aufschluss darüber, über die Verhältnisse von Stack-to-Reach. Den Stack misst man von Ausgang des Bottom Brackets mit einer vertikalen Linie hoch, bis sie den Reach trifft. Der Reach wird vom Ausgang des Steuerrohrs parallel zum Boden gemessen und dort, wo sich die beiden Linien treffen, enden dann auch die Maße. Soweit so kompliziert. Das Verhältnis lässt sich dann ganz gut über Größentabellen herausfinden oder auch über Webseiten, die sich darauf spezialisiert haben, das dann für euch auch herauszufinden. Eine Webseite verlinke ich euch mal hier unten. Neben dem Stack-to-Reach-Wert kann es auch hilfreich sein, wenn man sich die Länge des Steuerrohrs anschaut. So haben Speed-Gravel-Räder in der Regel kürzere Steuerrohre, was dann in einer sportlicheren Sitzposition resultiert, weil der Sattel im Endeffekt höher als der Vorbau ist. Also man hat eine höhere Sattelüberhöhung. Eine niedrigere Sattelüberhöhung hat man in der Regel dann bei Trail-Gravel-Rädern, was daraus resultiert, dass das Steuerrohr unter anderem länger ist. Ein weiteres Kriterium, was dafür sorgt, wie die Sitzposition des Fahrers dann tatsächlich auch ist die Länge des Vorbaus. Und so haben Trail-Gravel-Räder in der Regel kürzere Vorbauten, so um die 80 mm, während hingegen diese Speed-Gravel-Räder auf lange Vorbauten vertrauen, die dann so um die 110 mm messen. Auch da kann es hilfreich sein, ein bisschen herumzuspielen und zu variieren, wenn man denkt, man kann die Sitzposition an seinem passenden Gravelbike selbst auch noch ein bisschen nachjustieren.
Die Allround Gravel Bikes decken dann so ziemlich alles ab, von ganz kurzen Vorbauten über ganz lange Vorbauten. Da ist tatsächlich alles dabei und meistens wird da eher mit dem Lenkwinkel gespielt. Der Lenkwinkel ist bei Speed Gravel Rädern etwas steiler, so findet man in der Regel auch so Lenkwinkel so zwischen 71,5 und 72,5 und bei Trail Gravel orientierten Rädern findet man dann einen Lenkwinkel, der sich so um die 70 Grad eingependelt hat. Das ist dann auch eher was sich bei den Allround Gravel Bikes wie hier dem Rose Backroad finden lässt. Worin sich dann Speed Gravel und Trail Gravel Räder auch eklatant unterscheiden, ist die Länge des Radstands. Ein langer Radstand sorgt für ein laufruhiges Verhalten, ein kürzerer Radstand für ein etwas agileres Fahrverhalten. Typischerweise will man bei sportlicheren Bikes einen etwas kürzeren Radstand und bei trailorientiertem Fahren dann einen etwas längeren Radstand. Maße, die den Radstand beeinflussen, sind unter anderem die Länge der Kettenstreben und die Länge von Ober- und Unterrohr. So findet sich hier beim Merida zum Beispiel ein sehr langes Ober- und Unterrohr und damit auch der längste Radstand von allen 3 Bikes. Wem das jetzt alles zu kompliziert ist, der kann auch die Abkürzung wählen und einfach gucken, wie viele Anschraubpunkte hat denn der Hersteller an dem Rad verbaut. Das lässt meistens auch schon sehr gute Rückschlüsse darauf zu, ob es eher ein schnelles Gravelbike sein will, ein Allround-taugliches Gravelbike, mit dem man auch Bikepacken kann, oder ein Gravelbike, mit dem man tatsächlich vor allem auf Trails unterwegs sein will. Außerdem ist die Reifenbreite bei Trail-Gravel-Rädern in der Regel noch größer als bei Allround-Gravel-Bikes. Hier aber nicht der Fall. Ein weiterer Punkt, wo sich die Räder dann natürlich auch unterscheiden, ist an der Lenkerbreite und am Flair des Lenkers, also wie stark der Lenker dann im Untergriff auch nach außen gestellt ist. Aber das übersteigt das Thema des Videos und darauf gehen wir in einem weiteren Video ein. Tests zu allen 3 Bikes findest du auch auf diesem Kanal. Zum Rose Backroad und zum Merida Silex folgt in den nächsten 2 Wochen ein ausführlicher Testbericht und den Scott Addict Gravel 10 Test findest du hier. Damit wären wir auch schon wieder am Ende unseres kleinen Lehrgangs zur Gravelbike-Geometrie. Lass mich gern wissen, wenn du weitere Fragen dazu hast. Und wenn du magst, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich würde mich freuen. Bis bald. Ciao.